Die kann man durchs Fenster gucken. Ich habe erstmal nur Matsch. Ich guck mal durchs Fenster. Okay, man sieht nichts. Immerhin. Okay, das ist der Schlüssel, ja. Und du hast das Geheimnis ja schon gefunden, deswegen krieg ich's nicht angezeigt. Möglich. Okay, hier geht's. Nein, ich will nicht hoch. Ich will auf keinen Fall hoch. Sonst ich will nicht hoch. Mi. Die will ich auch nicht öffnen. Was ist da hinten? Okay, wir müssen links hoch. Wir gehen untersuchen. Was war das? Bestimmt die Kleine. Suchen wir sie. Gute Idee, nach oben zu gehen. Mhm. Da ist sie. Was zur Hölle? Bleib hier. Ich glaube, ich hätte mich eingeschissen, wenn sie mich aber von hinten gegriffen hätte. Halblatte? Passt du wohl auf die Platte auf? Andrew, was ist los? Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schützt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas Was nicht. schon eigentlich? Keine Ahnung. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Oh, Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. anzurufen? Die kennt Dieses Telefone? Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr. Ihr lügt. Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit mich, einen Mann Gottes der Falschheit. Glaubt ihr den Scheiß nicht? Sie ist böse. Sie ist jetzt vor Gericht, wie du's wolltest. Jetzt warten wir ab. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, Ich weiß ersucht nicht diese wie. Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Was? Helft Warum? mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Mary allein. Und es ist des Teufels Werkzeug. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Carver, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Die Wahrheit verborgen, doch nicht von Mary. Reverend Carver bringt uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist Du sein täuscht Werk. uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Okay. Er hat recht. Hör auf ihn. Carver ist der Schuldige. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Zerstört die Puppe oder wir müssen Carver stoppen? Carver shoppen. Du musst Carver stoppen. Er ist schuld, klar? Er klagt Mary an, um von sich abzulenken. Ich weiß, was hier zu tun ist. Ich befürchte, wir haben gerade richtig verkackt. Genug! Was hat dies zu bedeuten?
dies sind wahrlich üble Anschuldigungen. Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht, doch ihr verschließt die Augen. Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metze. Du wirst für deine Taten büßen. Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre ich tot. Habt Dank. Das werde ich nie vergessen. Ich hab dich nicht gerettet. Donzi? Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich von sie ist schuld, sie muss weg, lass sie uns beseitigen, zu guck, wir haben sie doch gerettet gekommen. Weil Carver die ganze Zeit die Leute schon anmacht. Das war's. Gut gemacht. So, und sie will eigentlich gerettet werden. Das war die einzig richtige Entscheidung. Der Pastor war der wahre Bösewicht. Klar, ja. Der Pastor hat doch alle angeschissen. Sollte mich wohl freuen, aber... Ich tu's nicht. Ich fühle nichts. Ich bin noch nicht ganz sicher. Komm, verschwinden wir. Und wo zum Teufel ist John? Was ist passiert? Da Was ist er. ist mit ihr? Mary. Wir haben sie bestimmt zum letzten Mal gesehen. Die wird uns nie wieder quälen. Glaube ich nicht. Warum heulen die jetzt? Die glauben, dass es vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Hey! Ich rede mit dir! Hey! Weißt du was? Hättest wegbleiben sollen. Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Ich will echt keinen Ärger, okay? Wir gehen. Und kommen nicht wieder. Wenn du schon gehst, dann geh zum Teufel, du elender, gottverdammter Mörder. Der war's! Was? Vorsicht! Der Scheißkerl hat eine Waffe. Was wird das hier? Sie wirken etwas verwirrt. Nein, bitte! Halt! Das ist ganz falsch! Der Busfahrer. Das linke Ohr. Ja. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Hä? Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Das ist alles nur geträumt. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe.
geht's? Sorry, haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Du elendes Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Du musst gehen! Hier schwebst du in echter Gefahr! Stimmt! Wegen dir! Wenn du jetzt nicht sofort abhaust, wird es dir noch leid tun! Jetzt komm endlich da raus und stell dich, du feige Sau! Hey! Sie kommen! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Schon gut. Ich komm schon klar. Vergebung und innere Stärke freigeschaltet. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. Nicht übel. Ein paar gerettet, ein paar nicht. Das waren Sie. Und Sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Das passt ihm gar nicht. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Merkst du das? Mhm. Die Verteilerkappe. Auf Wiedersehen. Vielleicht in der Wüste Arabiens. Vielleicht woanders. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Oh, what is this that I can't see with icy hands takes hold on me? I am death, none can excel. I hold the key to heaven or hell. Oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, I have come to get your soul, to leave your body and leave it cold, to drop the flesh right off in your frame. The earth and worms both have their claim. Oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, death, consider my age. Pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command.
commanding you, but move your icy hand. Oh, death, won't you spare me over for another year? Nor age, nor youth, nor silver, nor gold, nothing satisfies me but your soul. The only young, the rich and the poor. Im Vergleich zum ersten Teil, wo wir 6, 7, 8 Stunden dranhängen. Richtig. Das war jetzt also relativ schnell, genau. Ich würde jetzt gerne was drücken, aber ich weiß, am Ende kommt bestimmt noch ein Trailer vom nächsten Teil. Möglich, einfach durchlaufen lassen. Ich bin aber etwas verwirrt. Warum haben wir denn die ganzen Toten und so? Ja. Die müssen irgendeinen Bezug zur Story haben. Wo kamen die her? Keine Ahnung, also es ist irgendwie, weiß nicht. Es hat irgendwie mit dem ersten Teil nichts zu tun, aber die Art halt, der von der Geschichte hat funktioniert, weißt du? Jo. Hattest du eigentlich die Entscheidung zu schießen oder nicht? Ja, hatte ich. Oh. Kann man dem Ende nah? Ans Ende springen. Soll ich? Ich weiß nicht. Ich hab's getan. Okay, bei mir nicht. Bei mir läuft's noch. Kannst du Ende tippen? Ja, jetzt springe ich auch ans Ende. Ah, sonst lädt er bei dir jetzt noch die ganze Zeit, ich verstehe. Published. You believe in God? Absolutely not. What? We'll start believing. We are under attack by I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Ja, das wird interessant. Dritter Teil. Das wird echt interessant. So schnell durch. Ja gut, wir haben auch relativ gute Entscheidungen gemacht, ne? Wir haben aus dem Herzen raus gemacht das Ganze. Nicht vergessen. Haben wir das? Also ich schon. So, wir haben aber Bonusinhalte. Jo, bin ich auch schon drauf. Ich frag mich, ja? Wenn du dich nicht entschieden hättest zu schießen, ob wir dann nicht mit der Polizei abgeholt worden wären. Keine Ahnung. Interview mit Will Porter, das Design der Dämonen, Little Hope Artbook. Ja, freigeschaltet durch Sammeln aller Bronzegeheimnisse. Und das andere, freischalten durch Sammeln aller Silbergeheimnisse. Also ich fange mal mit Interview mit Will Porter an. Sekunde. Ich bin aus Versehen rausgegangen. Where are we? Ich finde den Kurator cool. What happened? Interview mit The Richter bus drauf. crashed. We're okay though, just shaken up. I don't remember being in any crash. Well, here we are on set of Little Hope, part of the Dark Pictures Anthology. Tell me about the characters you play in the game. Yeah, very exciting. I play Andrew, who is a student on this trip to the town of Little Hope. You know this place? No. I mean, I don't think so. I also play Anthony and I play Abraham, all existing at different time periods in different places.
Is it tough to balance at all and to kind of jump back between these characters as you go through it? A little bit. I've had a lot of help along the way, and we've been able to, for the most part, separate the three different guys. We have an amazing accent coach on set at all times, so she keeps me in check and puts me on the right part of the map when I stray too far. Only the devil could create a demon who so resembles me. We do look alike, which I agree is pretty damn weird. How tough is it for you to separate that and balance it all? Yeah, it's interesting. Andrew, being the character that I embody for most of the time, was a little bit easier for me. I related to him naturally. He's this socially awkward, repressed student, and I certainly as a student was pretty socially awkward and repressed, so I could relate to him a great deal. You seem uncomfortable around kids your own age. This trip is actually my first time away from home. Oh, you picked a real beauty. Yeah, well, if I ever make it back, I'll sure have something to talk about. The other character, Anthony, is slightly more immature, comes from a big family. I can also relate to that. And dealing with the family dynamic and playing that sibling friction was also something that I think a lot of people can relate to, and that was fun. Another sort of element of the challenge which I really enjoyed. And then there's Abraham, is the third character that I'm responsible for. We have to stop this. The only madness is right here in this court. And the nice thing that exists in all three of them is this motivation to do good, to do right. And I think all three characters I really had admiration for. They seem to be like morally adept, and it's important to respect, I think, the characters that you play, or at least identify something within them that you respect. And I respected all three of the guys that I played. I know what must be done here. And they're all so very different, and even the level of the accents change between them. Is that something that's challenging to navigate? Yeah, that's been really fun for me. It's been, when playing Andrew, I've been doing a relatively neutral American accent, but we sort of base most of the action in New England, so it does lean towards the East Coast, and it doesn't take on too strong of a characterization in either direction. The vocal work for Anthony is similar to that, but because Anthony lives within the 1970s, there's been a little bit of tweaking to the accent in order to accommodate the times. And then Abraham's an entirely different accent. It's been a bit of guesswork as far as constructing that accent, because there's no recordings of what people sounded like at that time. But I suppose the closest thing to it we imagine is a kind of Northern English accent. And my dad's from Yorkshire, so I've basically been ripping off what my dad sounded like when he was younger. She talked in this really weird accent. Was that even American? And also with the process itself is a huge, like a learning curve, like you say, with the performance capture. What's the process been like for you? Have you been able to adapt? Do you feel at home now wearing the helmet? And yeah, it's funny. I mean, it presents a whole host of challenges. It can get a little uncomfortable. Okay. After a while, it can get a little uncomfortable. You never forget the first time you go for a wee wearing that headset, thinking, "Am I on some sort of screen somewhere in the studio right now? Can people see me weeing?" But you soon get used to the headset and the pack that you're wearing. And I think the best thing you can do is try and remove that from the equation entirely, and just make it about looking at the person opposite you. Some of the more physical stuff is challenging, because if you do want to move around and you do want to add a physical performance to whatever facial, emotional things that are being captured, you have to be careful that the sound isn't being compromised because of your movements. But you know, in lots of ways it's been quite freeing too. We move at a great pace. There's little repetition over the same thing. There's lots of variation, but little repetition really. And we have an opportunity to move freely about the space pretty much. We're not confined to marks, and we don't have to relight every single moment. It's go, go, go. It's been 100 miles per hour, and I've loved the intensity of it. It's been great. But we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. What's up with the fog outside? It's pretty weird. Sure is a thick one tonight. Actually, it's so thick it's stopping us from leaving. Yeah, I know that feeling. You're, trapped here too, then? I'm good. It's a whole different pace, I feel, than what you normally when you're setting up a scene and you shoot front to back, and then now it's kind of like you're just jumping in and you're just like stop, start, stop, start. It must be kind of refreshing in a way.
100%, yeah. You can start in the morning and by lunch you've died and come back to life 4 or 5 times, whereas on a film set you would have had to shoot for several weeks to get that material. So you do blast through a ton of content. Run! Get the hell out of there! Look out! Yeah, it's gonna be really cool to see yourself in a video game. It's gonna be an incredible experience too. And then now your friends and family members can like play you in a game. That must be a whole weird feeling. Yeah, that is really weird. It's strange enough seeing my face on screen in anything, but you're really mad and exciting, I guess, to think about being in a video game. I guess that's like a little kid's dream in lots of ways, so I feel very lucky. It's incredible. And your friends are gonna call you, but like, I killed you. Yeah, I killed you 3 times, and I'm like, good to speak to you too, bud. Yeah, thanks for the call. Would you confront your fears, or would you run away? I want to say confront my fears. After this experience, I would confront my fears. Maybe previously I would have run away. What kind of place is this? It's one of those things where what you think you'll do is different than what you probably actually do. In the moment, yeah, 100%. Oh, I would confront my fears, and then you're gone. Gone. Yeah. And lastly, would you explore on your own or in a group? In a group, I'd have to. One of the best things about this experience has just been the camaraderie that's developed amongst the cast, and over a short period of time, shooting at this intensity, it's bonded us together really quickly, and I've loved being part of the team. A group of us in one room on this crazy journey together, so it's all about exploring as a team. I'm just gonna say it. This is exactly what goes down in horror movies. Well, plus than anything in the horror genre, we know what happens when you go off on your own, right? 100%. Don't do it. They still do it. And they still do it. Let's go check out that room over there. No, don't go check out that room. Nope. Don't go check out. Or bring someone with you. Oh, yeah, exactly. Yeah. There you go. All right, Will. Tanner, thanks a lot. Appreciate that. Thank you. Cheers. Sehr geil. So ein Interview ist schon geil. Jo. Das Design der Dämonen. Oh ja, gerne. Bist du schon soweit? Augenblick. Ja. Aber ich frage mich jetzt gerade, was war das da mit dem Nebel? Das ist Geheimnisse von Little Hope Teil 1, Teil 2. Das sind da hinten dran versteckt. Das heißt also, das müssen wir irgendwann nochmal spielen. Okay, Design der Dämonen. Ich klicke drauf, okay? Jupp. I just saw someone in the woods. Okay, very good. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. The demons are an integral part of the story of Little Hope. It's the crux of a lot of the things that happen, and that informs a large part of what we're doing. The starting point for each of the demons was the style of execution. They're based on a character that gets killed. That informs how the character behaves, how it moves, how it sounds, and those are all brought together to give us that convincing, terrifying demon. In order to make convincing demons, you need to ground them in nature. So what we do is we use our understanding of anatomy and our deep understanding of biomechanics and the principles of the way things move and the way things actuate, and we apply this to the demon design. We obviously start with the production design. The production design is a drowned demon. What we need to do then is look for extra reference. We have to look at stuff like autopsies. We'd look at what happens to the skin when it gets exposed to water for a long time. We have to look at creatures from underwater. We look at various types of fish. Loads of images and real-world reference helps, although it's slightly gruesome. This particular demon we're looking at is the one that's been hung. We didn't want to show the whole of this character, and right from the beginning we said, let's focus on the areas which are the most terrifying. And so the overall silhouette of the character was to be like this twisted rope. Her limbs had coiled, and so we were exaggerating the metaphor of this hanging. 1,000 years had been trailed along the ground. It had worn away her feet, the bones being worn down, the nails being broken off. She'd been in pain for a long time. The most key of all of the elements was the face and how we framed that, and that was that broken, twisted neck, one eye remaining, a tear coming out because it's that last remains of her soul. The noose was digging into her neck, and her tongue is actually so bloated and grown that actually became a feature for us in the game, that tongue actually becomes a grapple to get hold of some of the characters.
To animate a demon, Das haben wir gar nicht gesehen. Looking at how they walk or move forward, some of them are dragging themselves, and then also how they would attack their victims, just flesh out the layout and the choreography of it. Mocap is a big help. Obviously, it's a lot faster than keyframing from scratch. So we decided to use it as a base for some of them, and then we would layer on top of that all the characteristics that bring them to life, even though they're dead. The Crush Demon in particular was difficult to work with because we weren't able to use motion capture footage. Ah, der da. So that is going to be completely hand animated. So that meant we were really starting from scratch. All the other demons, we did use actors' footage. So we have a lot of actors with spikes tied to them, limping across the scene. Das konnte ich nicht, da konnte ich nicht On ausweichen. the Broke Demon, we asked the actor to use various props to try and achieve the sort of movement that we wanted. And I think he did a great job. It was really successful. We've had to, again, add on to that to help with the weight and the believability. We take our initial cues for the sound of the demons from the visuals, and they look fantastic. But then we have to take the sound of the demons beyond the visuals to give them a really strong otherworldly presence. We need each of the demons to be individually recognizable whilst maintaining that uncomfortable unfamiliarity for the player. So at distance you might hear the chains clanking or the vocal screams. But when you get close up to the demons, you hear lots of detail, the cracking of skin, the creak of the chains, the breaths or the sound of the icky vomit. We really want the player to feel the breath through the sound of the demon on their face. When we're thinking about the camera work for the demons, one thing that was really at the forefront of my mind was trying not to show too much, trying not to lose all restraint, and I think that's a really easy trap to fall into with CG in general, and especially with games that you've got all these monsters that you've built and you've spent a lot of time working on, and it's really easy just to go straight to putting everything on screen. But thinking back to some classic horrors, classic monster movies, a lot of times there the directors had to use a lot of restraint and just show little bits and pieces because they didn't have that kind of budget or that kind of effect to really make it convincing. And there's something about that I really like that I wanted to bring back to Little Hope. So when I was directing the camera team, I asked them to show little bits, little glimpses, a clawed hand here, a shadow on the wall there, the chains rattling, whatever the key characteristics were of that demon. The interesting thing with that is that I think sometimes your imagination as a viewer fills in the blanks in a far more terrifying way than we really could. So we tried to build up that suspense, working up to this big reveal where you finally see full on in the light this thing that's been hunting you down in all its gross, horrific glory. With the demon scenes, lighting definitely had a key part to play as well. It had to work complementary to what we wanted to do with the cameras, but also there's some specific things you can do with lighting that really lent itself to this task. So one of the big ones was the use of silhouettes. The demons have really interesting form and really interesting shapes. They're very unusual, you know, these humanoid creatures all distorted, and we wanted to use that without revealing too much. So quite often we tried to use backlighting, or the fog that's present all through Little Hope is a really useful tool for silhouettes, as you can have this nice separation with a brighter background and then have the creature dark in the foreground. It was a nice way to make them feel even more gross than they really were. The Little Hope narrative is extremely multi-layered, and the demons not only represent the tortured souls of the characters, but they also represent the psychological trauma that humans can obtain through witnessing traumatic events. So when the game opens in the prologue and the main character is witnessing these traumatic events, we underscore this with really strong male Gregorian choir, which we use later in the game when the demons are attacking to really strengthen and reference that psychological trauma with the tormented souls of the characters. Run! The broken demon's the most terrifying because of the way it moves. It's really unsettling because you can't anticipate where it's going to go next. All the limbs are breaking and it's all moving in a really erratic way. So if you were to try and escape from it, you wouldn't know where to go because it might go there or it might go over here. So that's the most terrifying in terms of unpredictability, I suppose, and having a deep effect on your psyche.
Interestingly, when you work at Supermassive, you get immune to horror. That's one thing I've definitely noticed. The powers of horror somehow get lost in me every time I'm watching a horror movie. I don't get so scared anymore just because I see this stuff every day. But doing those demon scenes, I must admit, even watching them back as they were work in progress, it was always like fairly distressing and fairly horrific. So hopefully some of that comes across in the experience for the player too. Ja, ich habe mich oft erschreckt. Was da alles hintersteckt, ne? Ja, das ist heftig. Little Hope Artbook. Ich denke, das sind nur Bilder. Aber schöne Bilder. Zeichnung und echte. Konzept und Game. Naja, also das Konzept und Game sind sie ganz schön auseinandergegangen. Bei manchen schon, ja. Wir waren am Bus nicht hinten dran. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Moment. Auf welcher Seite war das? 3. Ich war hinten am Bus. Ach, du warst. Aha, so, okay. War ich ja mit Angela. Police Station. Konzept gefällt mir persönlich viel geiler als im Spiel. Ja. Auch Konzeptart hier dann später, unten. Da hätten sie viel mehr, also das Blau ein bisschen weglassen müssen. Eher so dieses Altbraun nehmen, weißt du? Ja. Sehe ich ähnlich. Viel zu viel Blau. Eher so ins Grünliche gehend. Grün und Braun. Generell haben sie auch bei den anderen In-Game die Farben oder das Helle immer hervorgehoben, dass es einfach zu hell war. An manchen Stellen war es zu dunkel, an manchen Stellen zu hell. Aber die Story ist halt geil. Die war cool. Seite 10, erstes Bild. Links Konzeptart. Sehr geil. Mit dem alten Scheiß. Jo. Und rechts ist im Ingame. So irgendwie geklatscht, nicht fertig. Ja gut, links, das wurde ja so gezeichnet. Ich glaube, das so ins Game zu übermitteln, ist nicht so einfach. Doch, geht. Okay. Genauso hier 10, letztes Bild. Konzeptart, links mit den Steinen. Ja, das die war Steine eben. sind, Das war ebenerdig. Das war ebenerdig. Und da ist es nach oben gesetzt. Na gut, man kann ja nicht alles haben. Genau. Warte, da kann man noch ranzoomen? Ach so. Tja. Sammlerstücke. Den Mann vor der Tür. Wir haben richtig viel übersehen. Mhm. Ja, davon haben, also von den Geheimnissen zumindest. Nee, von den Bildern. Geheimnisse haben wir für echt viele.
Geheimnisse haben wir alle. Nee. Uns fehlt... Ah, doch, da fehlen auch noch einige. Oh Gott. Also wir müssen nochmal andere Richtungen einschlagen. Und du hast Bilder gefunden, die habe ich noch nicht. Ja. Also ich habe 1, 2, 4, 6. Geheimnisse oder Bilder? Bei Geheimnisse. Ich kann ja bei dir gucken. Geheimnisse. Also, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 12, 15, 16, 20. Ja. 28, 32, 33, 37, 39, 43, 46, 47, 48, 49. Fehlen. Ja. Genau. Bei den Bildern hast du mehr als ich. Warte. Eins, 2, 3, 4. Da fehlt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder fehlen mir. 4. Mir fehlen auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, 7 fehlen. Ich habe zum Beispiel das links in der Mitte, das fehlt dir. Das da. Dämonen vor der Tür. Ha. Den Hexenkessel hast du, das da drunter hast du. Da drunter, das fehlt mir. Oben rechts, das fehlt mir. Und ganz links habe ich noch eins. Die 2 fehlen, da fehlt dir noch. Ja, okay. Auf jeden Fall bei unserem zweiten Durchlauf werden wir die finden. Genau. Wir wissen ja, wo es jetzt circa weitergeht und dann einfach nicht dahin rennen. Das ist ein bisschen unglücklich designt, dass du nur in die Nähe von irgendwo kommst, zack, Videosequenz und du kannst nicht mehr zurück. Ja. Jetzt beim nächsten Durchlauf, das wird nicht heute sein, das wird irgendwann sein. Ja, klar. Auf alle Fälle, das Ding ist schon mal gespielt. Das ist schon mal wichtig. Genau. Das ist schon mal wichtig, dass wir das gespielt haben jetzt. Das ist Erstmal cool. leiser machen, damit ich das beim nächsten Mal nicht machen muss und taub werde. Kannst du jetzt schon leiser machen? Ja. Ja. Definitiv. So. Killy ist schon im Bett. Der ist schon offline. Was ist mit dem los? Nee, da. So, die Aufnahme geht runter. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Little Hope Season 2.